Liebe Uhrenfreunde, einen schönen guten Abend heute wieder aus dem Bischofssitz Weizen, Ungarisch-Schwarz, nördlich von Budapest, etwa 30 Kilometer, wo wir heute in einer der besten ungarischen Sammlungen zu Gast sein dürfen. Wir präsentieren Ihnen heute eine 61 Zentimeter kleine Wanduhr, eine Miniaturuhr, so nennt man diese kleinen Uhren, in Wien gefertigt. Ich datiere die Uhr um 1820 von einem uns unbekannten Meister, aber mit Sicherheit von einem bekannten Uhrmacher, der in unserer Publikation in Band 2 auch erwähnt ist. Ebonisiertes Birnholz, Perlmutt-Einlagen, ja, eine kleine Laternenuhr, reiche feuervergoldete Beschläge und hier kannelierte Säulen, der Dreiecksgiebel auch Perlmutt furniert mit feuervergoldeter Ornamentik. Eine kleine Uhr mit einem Wiener Vierviertelschlag gebläuten Zeigern und ungleich angeordneten drei guillochierten feuervergoldeten Gewichten, die sich erhalten haben. Der untere Teil, also vor der übrigens wunderschön randrierten, feuervergoldeten Pendellinse, lässt sich nach rechts öffnen. Perlmutt, frontal. Die Uhr hat wie schon erwähnt, eine Länge von 61 Zentimetern und einen Ankergang. Ein kleines Stahlpendel und alles in allem aufgrund der kurzen Gangdauer von etwa 36 Stunden eher eine dekorative Uhr als eine Uhr, die der Bestimmung der Angabe der Zeit genutzt hat. Ich nehme aber an, dass man sie auch verwendet hat. Ja, eine sehr dekorative kleine Uhr, sehr selten, und die Uhr ist auch in unserer zweibändigen Publikation Die Wandel- und Bodenstanduhren der Donaumonarchie auf Seite 715 mit der Nummer 379 abgebildet. Links davon noch eine zweite. Alles in allem ein sehr seltener Uhrentypus, den man in dieser Form eigentlich nicht findet. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir haben schon etwa ein Dutzend Uhren verkauft, dank YouTube. Wir sind Ihnen, den lieben Kunden, da sehr, sehr dankbar und bedanken uns auch und würdigen das, indem wir Ihre Treue jeden Montag ein neues Video posten. Wir werden hier in der Zukunft noch einige Uhren präsentieren, da es hier in dieser Sammlung viele Uhren gibt und interessanterweise nicht nur Wanduhren, sondern auch interessante Kommodenuhren.